Heute geht es um das Thema Komfortzone und Wachstumszone. Wir werden mal heute genauer in diese Zonen hineinschauen, um zu sehen, was einer der Gründe auch dafür sein kann, warum man immer wieder am kontinuierlichen Wachstum scheitert. Deswegen, lass uns direkt beginnen. Los geht's! So, ich habe einfach mal eine kleine Grafik erstellt, um das heute ein wenig besser veranschaulichen zu können. Es geht wie gesagt um die Komfortzone, die bei jedem unterschiedlich, je nach Schmerzempfinden etwas größer oder aber auch etwas kleiner ausgeprägt ist. Und um unsere Träume zu verwirklichen, wollen wir meistens aus der Komfortzone hinaustreten, um in die Wachstumszone hineinzutreten. Dies geschieht in den meisten Fällen über den Schmerz. Wir müssen durch eine Form von Schmerz durchtreten. Zum Beispiel allein schon aus dem Grund, weil unser Organismus versucht, Energie zu sparen. Und jede Form von Anstrengung, die unnötig ist, will vermieden werden. Aber ich würde sagen, lasst uns einfach mal in den Schmerz hineinzoomen und schauen, was wirklich drin steckt. In der Schmerzzone angekommen, erkennen wir meistens, dass es sich um eine Konfrontation handelt. Mit eigenen Ängsten, Unlust und Zweifeln. So, was gibt es? Um nochmal auf Unlust zu sprechen zu kommen, hier geht es einfach um ein Programm, noch aus Urzeiten, was Energie sparen möchte, weil wir müssen jederzeit, wenn eine Bedrohung auf uns zukommt, kämpfen oder fliehen können. Natürlich ist das heute nicht mehr so. Dennoch ist dieses Programm noch aktiv. Und so könnte man auch schnell fehlinterpretieren, dass wenn man eigentlich etwas möchte, aber unser Körper das Gefühl hat, da zu viel Energie zu verbrauchen, dass man dann das Gefühl von Unlust und Bock empfindet und dann denkt, dass man es eigentlich gar nicht wollte. Wobei das gar nicht stimmt. Oder aber wir müssen Ängste ertragen aufgrund zum Beispiel von Ungewissheit oder haben Zweifel, weil wir nicht selber wissen, ob wir es wirklich meistern können. Jetzt würde ich sagen, lass uns mal rauszoomen und wir schauen uns einfach mal die Wachstumszone genauer an. Wichtig ist vielleicht noch hinzuzufügen, umso schneller wir Entscheidungen treffen, umso weniger Zeit bleiben wir meistens in der Schmerzzone. Herausforderungen, Chancen, Selbstsicherheit und Referenzerlebnisse warten in der Wachstumszone auf uns. Wobei ich sogar sagen muss, dass ich Referenzerlebnisse für das Wichtigste überhaupt halte. Oftmals ist es so, dass man in einer bestimmten Sache nicht an sich glaubt. Und wenn man es schafft, sich zu einer Sache einfach mal dazu durchringt, es zu probieren und dann Referenzerlebnisse sammelt und sieht, ey, ich kann das ja doch, dann ist man meistens an einem Punkt, dass man nicht mehr so viele Schwierigkeiten hat, das beim nächsten Mal nochmal zu probieren, bis man dann vielleicht sogar irgendwann die Meisterschaft dazu meistert. Und so hat man dann vielleicht automatisch schon an Selbstsicherheit gewonnen und kann dann die Chancen und die Herausforderungen, die in der Wachstumszone auf einen warten, wirklich so richtig schätzen lernen. Doch eine große Problematik und Tücke hat die Wachstumszone doch, und zwar wenn man zu lange in ihr verweilt, besonders wenn man noch nicht bereit dafür ist. Aber darauf gehe ich später ein. Lass uns jetzt erstmal rübergehen, und zwar in die Komfortzone. Dann werdet ihr ganz passend wahrscheinlich finden, dass ich da erstmal eine Couch hingestellt habe. Auf die würde ich mich jetzt am liebsten drauf werfen. Aber nein, es geht um Sicherheit, Kontrolle, Entspannung und Vertrauen. Wie gesagt, Entspannung. Also es ist halt tatsächlich so, dass wir in der Komfortzone uns entspannen sollten und auch müssen. Ich vergleiche das gerne mit so einer Art Training. Denn auch beim Training gibt es eine notwendige Entspannungsphase und Spannungsphase. Erst wenn man beide zusammen betrachtet, sieht man das Ganze ganzheitlich meiner Meinung nach. Und zum Glück entspannt die Komfortzone nicht nur unseren Körper, sondern auch unseren Geist. Allein hier haben wir auch Vertrauen, Sicherheit und Kontrolle. Wir können uns sicher an diesem Ort sein und können dadurch einfach mal unsere Systeme runterfahren. Und dieses Herunterfahren gibt uns die Möglichkeit, dann beim nächsten Mal wieder sozusagen aus der Komfortzone herauszutreten und dann uns aufzumachen in die Wachstumszone. Fatal könnte es nämlich auch sein, zu lange in der Komfortzone zu verweilen, weil das könnte in gewisser Weise dazu führen, dass wir immer mehr Dinge als anstrengend wahrnehmen. Aber wir zoomen mal raus und ihr werdet sehen, da ist noch eine weitere Zone hinzugekommen, und zwar die Panikzone. Auf die gehen wir jetzt aber mal so ein bisschen auf eine andere Art und Weise ein. Wir drehen die Grafik jetzt mal und machen sie zu einer Art Brettspiel, bedienen uns eines Bauerns und lassen ihn mal von der Komfortzone über die Schmerzzone in die Wachstumszone gehen. Der Bauer steht einfach dafür, dass er halt noch nicht überall hinspringen kann, und hier ist es wichtig, dass der Bauer wirklich nur kleine Schritte hinaustritt in die Wachstumszone hinein und dann, nachdem er das getan hat, sich eine kurze Zeit auch wieder wirklich in der Komfortzone ausruht
Und hiermit kommen wir auch zum wichtigsten Punkt des Videos meiner Meinung nach. Das, was viele Menschen scheinbar falsch verstehen. Die Wachstumszone und die Komfortzone, sie bedingen einander. Das heißt, wir müssen immer wieder, nachdem wir in der Wachstumszone waren, auch wieder in die Komfortzone zurück, um unsere Batterien aufzuladen. Wir dürfen es nicht übertreiben und müssen erkennen, dass Wachstum, also derjenige zu werden, der wir gerne wären, ein langfristiger Prozess ist. Und hier möchte ich das Wort langfristig wirklich unterstreichen. Und du kannst dich vielleicht selber auch einfach mal fragen, wie lange gibst du dir Zeit, derjenige zu werden, der du sein möchtest? Und was denkst du, wie lange dauert solch ein Prozess? Wenn man es halt übertreibt, und das werden wir jetzt gleich in diesem Beispiel sehen, wenn man immer wieder an seine Grenzen geht, ohne sich auch mal einfach wieder aufzuladen, dann kann es sein, dass man der Panikzone zu nahe tritt und dann, wie jetzt sehen wir, dass die Spielfigur aus dem Spiel fällt. Und jetzt passiert Folgendes: Die Spielfigur fällt zwar wieder in die Komfortzone hinein, aber sie kann nicht sofort wieder raustreten, sondern braucht jetzt wirklich eine viel längere Erholungsphase, weil sie sich einfach komplett übernommen hat. Und das sehe ich auch wirklich als größtes Problem, denn persönliche Entwicklung ist ein Marathon. Und stellt euch einfach mal vor, ihr würdet einen Marathon wie ein Sprinter laufen. Was für Erholungsphasen während des Rennens dann tatsächlich nötig wären. Aber wenn wir Schritt für Schritt über uns hinauswachsen und die ängstigenden, aber auch abenteuerreichen Zonen der Wachstumszone immer mehr erkunden, dann kann es vielleicht dazu kommen, dass dieser Bauer, der zunächst nur kleinere Schritte heraustreten konnte, irgendwann wirklich über sich hinaus wächst und dann fast alle Bereiche des Wachstums erkunden kann und so zur Königin wird, die bekanntlich beim Schach fast überall hinspringen kann. Und so können wir es sogar erreichen, dass sich unsere Komfortzone immer weiter ausdehnt. Und dadurch, dass sich die Komfortzone ausdehnt, kann es sogar dazu kommen, dass Aufgaben, die wir vorher als sehr anstrengend empfunden haben, vielleicht kaum noch Überwindung brauchen. Wiederum andere Aufgaben werden wahrscheinlich ihr ganzes Leben einen gewissen Grad an Überwindung brauchen. Doch wenn wir uns Gleichgewicht zugestehen, dann wiegt auch das gar nicht mehr so schwer. Nochmal für die Perfektionisten unter uns, wenn mich jetzt jemand fragen würde, bist du zufrieden mit dem Video? Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Dann würde ich klar und deutlich sagen, nö. Aber falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal.